Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine klassische Möhrentorte mit Eierlikör-Creme und natürlich einer passenden österlichen Dekoration. Diese Torte ist die letzte Torte vor Ostern. Alle anderen verlinke ich euch gerne hier oben auf dem kleinen i. Dort findet ihr meine Oster-Playlist und da habe ich ganz viele andere Ostertorten auch schon gemacht. Da findet ihr auf jeden Fall für euren Geschmack etwas. Das Rezept verlinke ich wie immer hier unten in der Infobox, direkt unter dem Video einfach mehr anklicken. Dort findet ihr dann alle wichtigen Infos und dann könnt ihr auf meinem Blog das Rezept auch ausdrucken. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag geht hier ein neues Video online, wenn nicht gerade Ferien sind. Also ich mache jetzt 2 Wochen Pause, aber danach geht es dann auch gleich jeden Sonntag um 10 Uhr weiter mit einer neuen Torte. Wir starten gleich in die Zubereitung unseres leckeren Möhrenkuchens. Wir benötigen für dieses Rezept eine 26 cm Springform. Ich habe ein Backpapier einfach eingespannt. Den Rand werde ich noch ganz leicht fetten. Das stellen wir gerade beiseite. Den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Wir geben 250 Gramm weiche Butter oder Margarine in eine Rührschüssel und diese Butter rühren wir uns jetzt schön geschmeidig und rühren dann nach und nach unseren Zucker, den Vanillezucker, unsere Zitronenschale und das Salz unter ständigem Rühren mit hinein, bis alles sich schön verbunden hat. Jetzt nach und nach den Zucker hinzugeben, und zwar 200 Gramm. Bei mir kommt mein selbstgemachter Vanillezucker hinzu noch dazu und bei einer Ostertorte gerne das Mark einer ganzen Vanilleschote noch hinzugeben. Das ist natürlich optional. Die Schale einer Zitrone, einer halben oder ganzen, je nachdem wie groß sie ist und wie viel Zitrone ihr in eurem Kuchen haben möchtet. Ganz nach Geschmack. Ich nehme mal eine halbe und den Rest werfe ich nicht weg, sondern ich reibe den auf ein Tellerchen ab, lasse ihn trocknen und habe dann immer getrocknete Zitronenschale daheim. Bei den Preisen muss man sowas machen, finde ich. Noch etwas Salz natürlich hinzu und das alles nochmal miteinander verrühren. Jetzt nach und nach die 6 zimmerwarmen Eier auf höchster Stufe unterrühren. Zwischendurch natürlich wieder runterkratzen, dass alles mit reinkommt. Und wirklich jetzt richtig schön aufschlagen die Masse. Da kann man sich ruhig schon eine Weile hinstellen, bis das alles schön schaumig und homogen verrührt ist und sich der Zucker aufgelöst hat. Das stellen wir uns gerade beiseite und verrühren uns gerade 300 Gramm Mehl mit 200 Gramm gemahlenen gerösteten Haselnüssen oder Mandeln oder eine Mischung aus Walnuss, Haselnuss, Mandel geht auch natürlich und 3 gestrichenen Teelöffeln Backpulver. Ich habe hier jetzt eins mit Safran. Das ist eigentlich genau ein Tütchen. Das jetzt einfach alles miteinander schön vermischen. Und wer möchte, kann jetzt hier auch noch eine Prise Salz dazugeben. Sehr schön, das ist sozusagen unsere Backmischung und die können wir uns jetzt in 2 Portionen hier auf mittlerer Stufe unterrühren. Könnt ihr auch unterheben mit dem Spatel oder mit dem Schneebesen. Ich mache das jetzt der Einfachheit halber mit dem Rührgerät. Einmal. Und die zweite Portion. Und das reicht auch schon. Bitte nicht zu lange rühren. Wenn Mehl untergehoben wird, immer ganz kurz, so kurz wie möglich, sonst wird der Kuchen einfach lätschig. Zum Schluss werden noch die wunderschönen geraspelten Möhren untergehoben, und zwar 400 Gramm. Ich mache das wirklich auf einer Handreibe für Ostern, auch wenn das etwas Aufwand bedeutet, aber sie werden dann einfach am schönsten. Die Möhrchen jetzt auch noch kurz unterrühren. Ich mache mal lieber mit dem Spatel weiter, das ist immer sicherer.
Und sobald alles schön vermengt ist, dann gleich wieder aufhören zu rühren, damit unser leckerer Möhrenkuchen jetzt einfach auch schön fluffig bleibt. Wir können unsere Masse schon in die Form füllen und dann auch gleich backen. Auf geht's. Unser leckerer Möhrenteig kommt in die Form. Mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich den Zimt vergessen. Der ist optional, könnt ihr auch noch mit reinmachen. Den Teig in der Form schön glatt streichen. Und ich kann euch sagen, das schmeckt jetzt schon sehr, sehr lecker. Nun darf unser Kuchen im unteren Drittel des Ofens ungefähr 60 Minuten backen. Wie gesagt, bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. So sieht der Kuchen jetzt bei mir nach 60 Minuten Backzeit aus. Wunderschön braun geworden. Ich habe auch schon die Stäbchenprobe gemacht. Ich zeige es euch nochmal. Da bleibt nichts dran hängen, also ist der Kuchen fertig. Man sieht es auch daran, wenn er sich so vom Rand der Form löst. Er hat einen kleinen Hobel, das kann man wahrscheinlich vermeiden. Wenn man doch nicht einfettet, dann kann er besser hochkrabbeln an der Seite. Also am besten, ihr fettet nicht ein und schneidet ihn dann einfach nachher los mit dem Messer. Ich lasse ihn jetzt in der Form 10 Minuten auskühlen und dann werde ich ihn mir auf dem Kuchengitter ganz auskühlen lassen. Und dann sehen wir uns zur Zubereitung unserer leckeren Eierlikör-Creme zur Füllung und zur Dekoration wieder. Mein Möhrenkuchen ist schön abgekühlt. Ich hatte ihn sogar über Nacht abgedeckt mit einer Haube auf dem Balkon stehen. So kann ich ihn einfach am nächsten Tag besser schneiden. Er krümelt nicht so und er zieht schön durch. Gerade wenn ihr noch Gewürze benutzt habt, wie Vanille oder Zimt oder beides, dann ist es immer gut, den Kuchen einen Tag durchziehen zu lassen. Wir machen uns jetzt an die Füllung für diesen wunderschönen Kuchen und werden ihn gleich auch noch einmal horizontal durchschneiden und die Torte dann fertigstellen. Für die Eierlikör-Buttercreme nehmen wir 350 Gramm Frischkäse. Das kann einfach euer Lieblingskäse sein. Er sollte euch gut schmecken. Geben 60 Gramm Puderzucker hinzu, 70 Gramm Eierlikör. Das rühren wir einfach mit dem Rührgerät glatt. Und das reicht auch schon. Der Puderzucker wird sich nachher noch auflösen, wenn wir jetzt unsere weiche Butter hinzugeben. Und zwar geben wir jetzt 200 Gramm weiche Butter in Stücken hinzu. Und schlagen die Creme kräftig auf. Erstmal gucken, dass man die Butter so ein bisschen zerkleinert noch und dann loslegen. Und sobald sich alles so schön verbunden hat miteinander, stellen wir sie noch einmal kurz kalt, dass sie sich so ein bisschen festigt wieder. Ich zeige euch auch mal die Konsistenz der Creme. Also wirklich eine schöne, fluffige Creme, die so ein bisschen so ein Geräusch macht, wenn man durchgeht. Wir machen uns an den Boden und die Creme kommt in die Kühlung. Der Boden hat bei mir 3 cm und hat natürlich noch diesen Hubbel und deswegen schneide ich ihn auf 1,5 cm durch. Und wenn er etwas fester sein sollte, dann ruhig erstmal außen eine Rinne schneiden und immer so ein bisschen drehen. Dann schauen wir mal, wie der Boden geworden ist. Wunderschön, toll, schön fluffig, nicht zu fest. Wir warten noch auf unsere Creme, dass sie sich ein bisschen festigt und dann füllen wir unseren Kuchen. So, ich habe mir übrigens den anderen Boden auch nochmal durchgeschnitten. Der war mir ein bisschen zu hoch. Ich habe also jetzt 3 Böden, einen mit Hubbel und die Creme ist auch noch ziemlich weich. Deswegen werde ich jetzt einen Ring verwenden und dann die Torte insgesamt einfach mal kalt stellen, damit sich da einfach nichts rausdrückt. Denn die Böden sind schon recht schwer. Das ist eben kein Biskuit. Da würde sonst die Creme an der Seite rausquellen, wenn sie nicht fest genug ist. Und ich gebe mir etwas von der Creme auf den Boden und streiche mir die Creme schön glatt.
Das darf ruhig eine dünne Schicht sein, aber sie sollte gleichmäßig sein. Je gleichmäßiger, desto schöner ist nachher der Streifenlook der Torte. Dann wechselt sich immer so ein schöner Möhrenboden mit der hellen Creme. Sehr schön. Wir legen uns den mittleren Boden auf. Wie gesagt, ich habe mir den Deckel noch einmal durchgeschnitten. Das müsst ihr nicht machen, aber es wird dann einfach hübscher durch den Streifenlook der Torte. So, wunderbar. Da kommt jetzt wieder 1/3 der Creme drauf. Wir brauchen ja den Rest noch zum Einstreichen. Lasst euch dafür genug übrig. Wieder schön verstreichen. Wunderbar. Jetzt kommt der letzte Boden oben auf und den Hubbel lasse ich dran bei dieser Torte. Einfach deswegen, weil ich finde, es passt so zu diesen Möhrchen und zu den Häschen, die man vielleicht draufsetzt. Es ist so wie so ein kleiner Erdhügel. Ihr könnt sie natürlich aber auch begradigen, gar kein Thema. Hier oben noch ein bisschen Creme drauf machen. Und auch schön auf dem Hügel verstreichen. Und dann stellen wir die Torte erstmal wieder eine halbe Stunde bis eine Stunde kalt und machen am Schluss noch die Seiten und den letzten Anstrich sozusagen. Das ist sozusagen unsere Krümelkruste, damit wir auch die Krümel des Kuchens schön gebunden haben. So stelle ich die Torte jetzt einmal kalt, damit sich alles schön festigt. Eine halbe bis eine Stunde sollte reichen und dann können wir den Ring abmachen und die Torte mit der restlichen Creme final dekorieren und unsere Möhrchen aufsetzen und vielleicht Häschen und was ihr alles noch so wollt. Eine halbe Stunde war die Torte bei mir im Tiefkühler und die Buttercreme war bei mir auch nochmal im Kühlschrank. Und jetzt können wir hier einfach losschneiden. Alles hat sich schön gefestigt. Ich glaube, man könnte den Ring auch einfach hochziehen jetzt. Buttercreme ist fest, sehr schön. Und wir können uns wie immer den Ring öffnen oder ihn einfach hochziehen. Das geht hier jetzt auch wahrscheinlich ganz gut. Und da seht ihr jetzt den schönen Streifenlook des Törtchens. Und wir streichen uns den Rest noch ein, den Rand und nochmal die Oberfläche. Und wir streichen uns natürlich auch den Rand noch ein. Denn die Überraschung soll ja dann sein, dass es so streifig innen drin ist. Und jetzt nochmal hier oben ausarbeiten, sodass überall schön alles bedeckt ist. Und wir haben ja außen gleich noch unseren Krokant. Insofern müssen wir außen am Rand jetzt nicht so viel einstreichen. Und ich denke, die Creme reicht auch gut aus, um jetzt wirklich nochmal hier oben eine schöne Schicht aufzutragen. Jetzt werden wir uns so ein bisschen Berg und Tal hier eindrücken. Ich hatte das beim letzten Video auch schon gezeigt. Einfach so ein bisschen hier entlang gehen und eine etwas strukturierte Oberfläche schaffen, indem man die Torte so einfach mit dem Spatel so ein bisschen andappt. Das geht auch mit dem Löffel, da könnt ihr Berg und Tal eindrücken, wie ihr den Effekt lieber hättet. Und wir werden uns jetzt den Krokant andrücken und dann die Torte final dekorieren. Krokant nehme ich deswegen, weil ja auch in der Torte Haselnüsse sind und ich finde, da passt das ganz gut. Einfach hier wie immer seitlich andrücken mit der Teigkarte und die Reste dann immer weiter verwenden. So ein bisschen hier oben den Rand, den Übergang schöner machen, indem man einfach nochmal bis nach oben hoch geht mit der Teigkarte. So dass wir einfach einen schönen Übergang haben. Sozusagen noch einen Krokantrand hier oben rum. Jetzt können wir uns die Unterlage sauber machen und oben auf dekorieren. Sehr, sehr hübsch sieht unser Törtchen schon aus. Sehr, sehr österlich und sehr klassisch, so wie es sein soll. Und ich habe jetzt hier so schöne Marzipanmöhrchen. Ihr könnt sie einfach chaotisch auf die Torte geben oder Stück für Stück. Und die letzte kleine Möhre. Natürlich könnt ihr sie auch selber machen. Alle nochmal schön ausrichten. Wunderbar. Unsere Möhrchentorte ist quasi fertig. Und in die Mitte kommt bei mir jetzt noch ein bisschen Pistazie und der Osterhase mit ein paar Eiern.
Und jetzt darf der Hase in die Mitte. Und der Hase braucht natürlich auch noch ein paar schöne Schokoeier. Das muss sein, zur Freude der Kinder. Wunderbar, dann lasst uns mal anschneiden. Es tut mir fast so ein bisschen leid, sie anzuschneiden. Ist so süß mit dem Häschen, aber ich möchte sie euch ja auch von innen zeigen. Und da kommt unsere super leckere Möhrentorte. Ich finde, sie sieht super aus mit den 2 Buttercremeschichten. Ich liebe Möhrentorte, die duftet so lecker und schmeckt einfach so gut. Lasst uns probieren. Sehr lecker. Ich probiere gleich nochmal für euch und dann sage ich euch, was ich denke. Ich muss hier so um die Häschen rum. Nussig, schmeckt schön nach Möhren, schön saftig, schön nach der Buttercreme. Die Buttercreme ist nicht so dominant, genau richtig von der Menge her. Also ein Top-Rezept für die Ostertage. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal noch den Zimt mit reinmachen, dann wäre es für mich absolut perfekt. Das war meine klassische Möhrentorte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann vergesst bitte nicht, mir ein Like dazulassen, mir einen netten Kommentar zu schreiben, das Video weiter zu empfehlen und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich mache jetzt erstmal 2 Wochen Osterferien mit meinen Kindern. Ich wünsche euch frohe Ostern, viel Freude beim Nachbacken, was auch immer für ein Rezept ihr euch jetzt nun ausgewählt habt von den vielen Torten, die ich euch gezeigt habe für Ostern. Bleibt gesund und feiert schön. Tschüss!